Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ich hoffe es geht euch gut. Wir machen hier ein kleines Auswahl-Orakel, eine Nachricht, was wollen wir hören, was sollen wir hören, was sollen wir nicht überhören. Ja, heute Mittag 15 Uhr ist das große Blatt für den August dran. Das Monatsreading sozusagen. Wir nehmen noch ein Krafttier mit. Ich muss dringend mein Kartenchaos ordnen. Muss ich ab und zu mal dran. Um mich liegt alles rum. Manchmal mischen sich dabei auch Karten in andere Kartendecks. Ist mir nicht so recht, aber es passiert. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Glücksimpulse. Und die Vögelchen lasse ich wie immer dann drauf springen. Ich entscheide mich heute sehr schnell und sehr spontan für die linke Seite und beginne damit. So, was haben wir hier? Das Aufatmen ist schon mal da. Die Freude liegt mit dabei. Jetzt brauche ich erstmal wieder meine Brille. Und dann gucken wir. Also, wir haben den Anfang, die 3 der Fülle. Hier geht es darum, dass man die Lebensaufgabe findet oder dass man tut, dass man seine Leidenschaft lebt, dass man seine Passion findet, dass man das tun kann, was man liebt, dass man auf sein Talent vertraut und dass man sich darum kümmert, das, was man machen möchte, zu fördern, also in sich selbst zu investieren. Da kommt uns jetzt eben die 2 der Fülle in die Quere. Ne? Das könnte sein, dass man es vermeidet, seine eigenen Dinge umzusetzen, obwohl da sehr viel Potenzial wäre, weil es sich dann so wie ein Drahtseilakt anfühlt oder weil man denkt, es ist nicht zu bewerkstelligen oder mit dem, was ich tun muss, nicht unter einen Hut zu bringen. Hier darf man sich auch gut mit dem eigenen inneren Kind verbinden wieder. Es kann sein, dass für einige ein beruflicher Gedanke dahinter steckt, dass sie irgendwo etwas machen wollen, was ihr Herz erfreut. Und dass man trotz all dem das nicht vergisst, dass man seine Sachen so vergnügt wie möglich erledigt, dass man positiv bleibt, dass man vielleicht auch eine Art Plan kriegt, wie man vieles stemmen kann mit mehr Struktur. Und hier hinten kommt jetzt die Klarheit. Ne? Hier kommt so eine Enthüllung von irgendetwas, das uns sehr verwirrt hat. Das hilft zum Weiterkommen, zum Wachwerden, zur Bewusstheit auch. Und hier hat man sehr viel geleistet. Und hier kommt es, dass man sich zur Ruhe begibt, ne? Dass etwas erreicht wurde. Hier kann auch sein, dass man irgendeine Wahrheit offeriert kriegt, die einem von jemand anders zugetragen wird. Ja, man liegt hier so im Dornröschenschlaf und die anderen, die sind eigentlich schon auf dem Sprung. Aber es geht darum, dass man eben sonnenklar sieht, wie die Dinge sind. Und man hat sich vielleicht ja auch ein Schläfchen verdient. Man möchte Rückzug, weil man sich hier verausgabt hat.
Also da hier die Karte "Du kannst aufatmen" liegt, wird es auch tatsächlich leichter. Wir brauchen mit dem Maulwurf ein bisschen Erdung, denn hier sind festgefahrene Bahnen. Hier ist sehr viel Verstand, Logik, Denken. Und der Maulwurf braucht, um seinen Weg zu finden, auch seine Sinne. Ne? Und jeder kennt es, wenn wir so overacted sind oder so, dann verlieren wir das ganz schnell, dass wir unsere Sinne benutzen. Der Maulwurf kommt auch im Dunkeln ganz gut klar. Ne? Er findet seinen Weg durch seine Sinne. Außerdem bringt der Maulwurf so was Ähnliches mit wie dieses Wachwerden hier. Er bringt nämlich die Erkenntnis, wie die Dinge funktionieren, wie die Energien und Abläufe sind. Denn hier kriegt man in gewisser Weise so die Laterne angezündet, die für einen leuchten soll, und dieses Aha-Erlebnis. Und man findet seinen Platz und seine Aufgabe, ne? Wo man hier vielleicht schon spürt, irgendwas müsste doch machbar sein für mich. Für viele kann es hier ein berufliches Thema sein, aber natürlich sind immer auch die Lebensthemen mit dabei. Das ist eben so. Wir gucken alle in verschiedenen Altersklassen und aus verschiedenen Perspektiven. Ja, was möchte der Spatz uns hier noch pfeifen? Freude verbreitet sich in deinem Leben. Hier darf man das Kindliche wieder haben, so in die Hände klatschen, sich freuen, zu Partys gehen, Kreativität hervorbringen, aufblühen, Hochstimmung haben. Es ist auch keine Zeit, wo man allzu ernst an die Dinge rangeht oder wo man einfach sich zusammenreißt und dann trotzdem weitermacht. Es ist ein Moment für Spontanität. Auch wichtig ist hier an dem Punkt, die Karte der Freude sagt einfach, dass wir im Hier und Jetzt leben, weil wir spüren, wir haben hier Hürden überwunden und wir wollen uns an dem Punkt auch nicht schon wieder binden bis in alle Ewigkeit, ne? Sondern wir genießen hier diesen Zustand von dessen, was wir erreicht haben. Die Taube. Ja, ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und Stärke und Verständnis in Konfliktsituationen. Wunderbar. Gucken wir uns die andere Seite an. Hier ist sehr viel Fülle. Hier kommt noch das Wunder und der Reichtum. Hätte ich bloß die andere Seite genommen. Okay, also, hier haben wir den Ausgangspunkt, dass man irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Irgendetwas, was man vor sich hergeschoben hat oder gezögert. Vielleicht auch sich selbst zurückgenommen hat, damit andere weiter nach vorne kommen. Und hier ist etwas, da müssen alle Beteiligten mit umgehen. Da kann nicht nur das Umfeld bedient werden. Und es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man hier etwas zusammenhält oder sehr viel auf die Beine stellt, wenn man das Geld zusammenhalten will. Einsteils ist hier die Aufforderung, ne? Was hältst du zu sehr bei dir? Wo bist du sozusagen mit dir selbst geizig? Oder gibst du zu viel? Aber die Karte sagt auch, dass das, was man investiert, den Erfolg einbringen wird. Hier habt ihr sogar noch eine kleine Botschaft, wie, denn man kann hier auf kreative Art und Weise Fülle erschaffen, geliebte Projekte umsetzen, so ein bisschen ähnlich wie bei der anderen Seite auch. Ne? Es geht darum, die Leidenschaft in die Welt zu bringen, der eigenen Leidenschaft zu folgen, aus dem, was man hat, etwas machen und nicht die anderen immer in die erste Reihe stellen, sich selbst zurücknehmen. Ja, es kann ein bisschen abenteuerlich werden. Wir haben hier den Goldfisch, der für das Thema Reichtum und Segen steht. Hier setzt ein bestimmter Flow ein, eine Welle des Erfolges, das dich ans Ziel trägt. Und hier hat man mit dem doppelten Regenbogen noch das Wunder. Ich habe mal einen fotografiert,
Muss mal gucken, ob ich das Bild noch finde. Von meinem Balkon aus war wirklich eine schöne Sache. Ja, und wenn die Goldfische ins Leben schwimmen, dann bringen sie eine bestimmte Farbe mit. Sie bringen Farbe ins Leben. Man kann mit dem Beistand rechnen von oben, mit Freude und Fülle. Und auch darauf, dass sich alles zum Besten irgendwie entwickeln kann. Man darf auf das gucken, was man hat. Nicht aufgeben. Verspüren, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das doppelt sich auch so ein bisschen die Aussage, dass man eben mit dem, was man hat, an Gaben und Talenten, an Kreativität, das umsetzen kann, was man in die Welt bringen möchte. Und so auch auf die Welle des Erfolges kommt. Hier spürt man auch so, dass die Stürme der Vergangenheit vorbei sind, dass man ein gutes Geschick hat, auch für die Sachen. Also ein guter göttlicher Zeitpunkt irgendwie. Man tut etwas für sich, man investiert in sich. Und man hat diese gewissen Segnungen, die habt ihr hier zuhauf. Und die darf man auch der Welt weitergeben. Das steckt an. Ne? Wenn man Gutes in die Welt gibt, gibt dir die Welt Gutes zurück. Aber eben nicht in diesem Maße, wo man sich selbst vergisst. Der Kuckuck. Ich komme in dein Leben und bringe dir Heiterkeit, Gelassenheit und Vertrauen. Warte nicht länger, gehe los. Erkenne deine alten Muster und überwinde sie. Das haben wir hier, ne? Eine Entscheidung zu treffen, die für einen selber ist. Und der Buntspecht. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Denkt an heute Mittag an das große Blatt. Ich drücke euch und bis morgen.